Leute, wir haben es eigentlich fast geschafft. Der komplette Holzbau, der da war, ist nun futsch. Juhu. Ja, hier kann man noch die Zeitung lesen von 17. Juni. Das war ein Dienstag. Aber welches Jahr kann man wahrscheinlich nicht mehr nachvollziehen. 1958. Ja, genau, von 1958. Das ist einmal Ziegelmauerwerk und Mauermörtel fürs Untergeschoss. Dann haben wir hinten schon die Hälfte vom Eisen liegen und wir haben das Holz für den Dachstuhl bekommen. Das ist letzte Woche gekommen. So, wir haben das Ganze jetzt ausgemessen. Das ist unser Niveau, was wir brauchen. Dann habe ich den Baggerfahrer hierher geschrieben, fertig, minus 1,8. Und weil morgen Regen ist, habe ich jetzt noch einen Pflock eingeschlagen. Und ich hoffe mal, dass er das dann schafft. So, der erste Ring ist drin. Jetzt müssen wir da noch ein paar Sachen ausbaggern. Dann wird der zweite Ring aufgesetzt. Da drin ist jetzt der Putzschacht und die Rückstauklappe. So, der Kanal ist soweit fertig. Bis hierher ist die Wasserleitung, die Leitung für Strom. Jetzt müssen wir hier noch nach hinten in den Garten graben. Da ist auch alles fertig. Hier ist auch alles fertig. Ja, es geht voran mit dem Projekt. Ich hoffe, ihr könnt das alle gut einigermaßen nachvollziehen von meinen Erklärungen, was hier passiert. Ja, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne einen Kommentar oder drückt den Daumen nach oben. Ja, wir machen gerade die Schalung. Da drüben die zwei Schwager tun gerade Eisenbinden. Ja, ich bin nur kurz gekommen und habe das Essen gebracht, weil ich war heute Vormittag arbeiten und am Nachmittag muss ich leider wieder. Ja, ich zeige euch mal, was die zwei Herrschaften da machen. So sieht es hier aktuell aus. Da ist der Gabriel, der ist fleißig und man sieht, was die alles schon gemacht haben. Papa hinten und ein Papa von Gabriel, dann der Dänisch und Matthias.
ganz fleißig. Ja, so sieht das Ganze aus. Jetzt werden wir dann anfangen zum Eisenbinden. Da hilft mir dann mein Schwiegervater. Dann legen wir die Eisen rein. Dann ist noch teilweise eine Schalung notwendig, damit der Beton nicht wegfließen kann. Und wenn wir das fertig haben, dann kann man grundsätzlich Beton bestellen. Ich denke, das wird die Woche noch möglich sein. Heute ist Dienstag, also vielleicht haben wir Ende der Woche die Fundamente fertig betoniert. Das wäre gut so. So ihr Lieben, ein kurzes Update. Wir haben die Streifen alle fertig gemacht, einnivelliert und es sind überall schon die Steckeisen drin. Hier auch. Ja, jetzt geht es daran, die Schalsteine alle auf die Steckeisen zu stecken. Das heißt, diese Schalsteine kommen hier entlang und dann wird der Beton eingefüllt. Dann ist das Fundament soweit fertig. Dann muss außen noch geschalt werden für die Fundamentplatte. Innen zwischen den Schalsteinen muss man auffüllen und Isolierung reinmachen. Wir sind froh, wir haben die gut 2/3 der Arbeit für heute geschafft. Eben noch die Schalsteine, Beton rein, dann ist Schluss für heute.